Geschätzte Damen und Herren, ich werde Ihnen unsere Innovation, der Freikolben-Stromgenerator, vorstellen. Es geht hier um die nachhaltige und autarke Stromerzeugung in der Schweiz. Die Schweiz hat eine kritische Abhängigkeit vom Ausland bezüglich Energieversorgung. Die drohende Strommangellage, das ist ein Begriff, den haben Sie in den letzten Monaten und Wochen sehr häufig gehört. Es geht aber auch um die Versorgung der Armee und des Sicherheitsverbundes der Schweiz. Letztendlich geht es um die Sicherheit der Schweiz. Und dies steht aber heute häufig im Spannungsfeld mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Was sind die Risiken für die Schweiz? Hier gibt es einen Bericht, der hat identifiziert, dass eines der größten Risiken, und zwar sowohl bezüglich der Folgeschäden, die auftreten können, als auch in der Häufigkeit, die drohende Strommangellage ist. Und heute befinden wir uns genau in diesem Risiko. Darum braucht es eine effiziente Nutzung von Energieträgern, und das ist auch ein Schlüsselfaktor für die Nachhaltigkeit und die Autarkie der Schweiz. Es ist aber auch eine riesige Herausforderung, und das möchte ich an einem Beispiel erläutern mit der Energiedichte. Was heißt es, wenn wir sagen, ja, Batterien sind die Lösung? Natürlich, sie sind ein Teil der Lösung, braucht es unbedingt. Aber wenn wir die Speicherkapazität anschauen zwischen Diesel und Benzin, wo 11,8 Kilowattstunden pro Kilogramm Energie enthalten, dann ist man mit der Batterie mit der gleichen Gewicht auf eine Energiedichte, die 50 bis 100 Mal tiefer liegt. Die Herausforderung ist aber auch, wie wird diese Energie bereitgestellt? Und zwar, wenn man keine großen Kraftwerke hat, sondern Notstromgruppen. Heute gibt es die konventionellen Dieselgeneratoren, die bestehen aus sehr vielen Bauteilen, die auch anfällig sind für Unterhalt und Wartung. Darum sagen wir von Witron, es braucht einen Quantensprung. Das ist der Freikolben-Lineargenerator. Er bringt bis zu 50% Effizienz. Er ist multifuel-tauglich, kann also auch zum Beispiel Wasserstoff verbrennen. Also wir sagen, grob gesagt, alles, was man durch Kompression zur Zündung bringen kann, können wir in unserem Generator einsetzen als Fuel. Er ist gering im Unterhalt, weil alle Teile, die gar nicht existieren, die kann man weglassen und die muss man auch nicht unterhalten. Er ist robust im Einsatz. Und geringe CAPEX und OPEX, Unterhaltskosten, und vor allem die OPEX mit dem Diesel oder mit dem Brennstoff, der weniger eingesetzt werden muss. Wenn man bis zu die Hälfte Brennstoff einsparen kann, das ist eine riesige Zahl auf die Lebensdauer des Generators bezogen. Dieser Generator kann ein- und abgestellt werden in einer sehr kurzer Zeit. Man muss also nicht vorheizen oder lange warten. Das ist quasi bei Bedarf kann er eingeschaltet werden. Er kann auch modular eingesetzt werden, mehrere Gruppen zusammen. Und eignet sich für mobile und stationäre Einsätze. Wie sieht die Technologie aus? Die ist eigentlich sehr simpel. Zwei Kolben bewegen sich aufeinander zu. Sie komprimieren ein Gemisch aus Brennstoff und Luft und das wird zur Zündung gebracht, verbrennt und dann auf dem Auswärtshub der beiden Kolben, der Gegenkolben, wird die Energie erzeugt, indem dass die beiden Kolben sich durch Spulen bewegen und Strom induzieren. Dann geht das Gleiche wieder von vorne los. Wenn Sie außen angekommen sind, werden Sie mit Luftkissen zurückgefedert. Es folgt wieder eine Verdichtung und dann wieder die Zündung und Verbrennung. Animiert sieht das so aus. Was ist das Team, das dahinter steht, das Kernteam? Das sind heute fast alle hier. Ihr könnt sie auch bei unserem Stand besuchen und die werden ganz gerne Fragen beantworten. Wir sind ein kleines Kernteam,
aber effizient und schlagkräftig. Aber wir werden natürlich unterstützt von vielen Partnern. Wir können auf ein großes Netzwerk von Industriepartnern, aber auch Forschungspartnern zurückgreifen, die uns hier unterstützen in der Entwicklung dieses Freikolben-Lineargenerators. Was sind die Anwendungen? Es gibt sowohl zivile Anwendungen, die vielleicht unter den meisten Leuten nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel Notstromgruppen oder Versorgung bei Flughäfen, wenn die Klimaanlage oder das ganze Bordsystem schon laufen sollte, ohne dass die Triebwerke schon eingeschaltet sind. Dann aber auch Telekom-Towers, da gibt es über 1 Million von diesen Telekom-Towers weltweit, die ohne Grid, also ohne Stromversorgung dastehen. Die laufen immer mit diesen Dieselgeneratoren. Aber auch Luftfahrtanwendungen, Drohnen, das ist ein sehr interessantes Einsatzgebiet für unseren Generator. Dann gibt es auch die militärischen Anwendungen und das geht von Containerdörfer für Stromversorgung über auch Mobilfunkanwendungen bis und mit, dass nicht die Rakete im Vordergrund bei uns, sondern das kleine Ding weiter unten, das ist nämlich die Stromversorgung von diesem Teil. Jetzt, wie sieht unsere Zusammenarbeit mit RUAG aus? RUAG, das habt ihr sicher auch schon gesehen, die APU, die draußen steht, die da entwickelt wird mit der Brennstoffzelle. Da haben wir jetzt ein Projekt, wo unser 90 Kilowatt Stromgenerator in die RUAG Hybrid APU integriert werden soll. Das war die Aufgabenstellung, als wir uns kennengelernt haben, vor gut einem halben Jahr. Wir hatten damals die Vorstellung von 40 Kilowatt und hatten einen entsprechenden Mockup mit 40 Kilowatt. Und jetzt mit diesen 90 Kilowatt, da gab es natürlich ein neues Anforderungsprofil. Was soll denn dieser Generator können und wie groß muss es dafür sein? Wie viel Brennstoff darf da mitgeführt werden und so weiter. Wir haben dann die Aufgabenstellung in unsere Modelle gepackt. Wir haben die Freikolbenmaschine simuliert, sind auf neue Größen gekommen. Wir haben aber auch den Strom, den Lineargenerator simuliert und da haben wir auch Resultate erhalten. Und diese beiden Simulationen zusammen haben diese neue Auslegung gebracht, die Sie bei uns am Stand anschauen können. Wir haben auch CAD-Zeichnungen davon gemacht und einen Mockup präsentiert und gerne würden wir natürlich diesen Mockup dann in der weiteren Planung in Realität umsetzen können, sodass Sie ihn auch laufen sehen können. Also geplant ist jetzt, dass 2023 die Finalisierung des Designs und die Auslegung des Generators erfolgen soll und der Projektstart auch mit Industrie- und Forschungspartnern, das ganze Team soll dann zusammengesetzt werden. Und 2024 sollen die ersten Demonstratoren verfügbar sein und die Industrialisierung und die Zertifizierung für die Zielmärkte starten, so dass man 2025 eine erste Vorserie ausliefern könnte. Ja, mir bleibt noch einen herzlichen Dank auszusprechen, und zwar insbesondere an das Team RUAG mit Nico Henskens für die super Zusammenarbeit, die wertvollen Inputs und die unermüdliche Unterstützung, wann immer nötig. Robin Senn für die unkonventionellen Ideen und die neuen Sichtweisen, die er ins Projekt eingebracht hat. Pascal Gaggero für seine exzellenten Fragen zu den spezifischen Themen. Silas Wüthrich für die CAD-Zeichnungen, wo uns unterstützt hat und die Beratung bei der Motorenkonstruktion. Professor Dr. Tommaso Lucchini vom Politecnico di Milano für die Unterstützung bei den Simulationen. Gilles Hardy für die gesamte technische Unterstützung und die ständige Verfügbarkeit. Das Sursum für die Berechnungen und das Design des Freikolbenmotors. Und last but not least, CADFEM Schweiz. Herrn Markus Dutli ist heute auch hier im Publikum für die großzügige Unterstützung mit Software und Personal. Ihnen danke ich, Joel Grony natürlich, er ist auch von CADFEM und er hat auch Inputs im Layout des Generators eingebracht und für die Berechnungen. Jetzt danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde und wenn Sie noch Fragen haben, begrüße ich Sie gerne mit meinem gesamten Team an unserem Stand. Herzlichen Dank.